So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo, hallo. Wie ist es da draußen in die Welt und so? Was sagen wir jetzt kaputt? Aber das ist ja. Guten Tag, ich bin der Mann mit dem Kaffee. Wir haben heute Kaffee. Kaffee. Ganz viel Kaffee. Und wir werden ganz viel Kaffee trinken, denn wir haben heute ganz viel Zeit. Denn ich werde ganz lang machen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir werden sehen. Oh Gott. Eigentlich müsste ich nur noch anfangen zu singen. So. Dunkler gedreht. Ich dachte gerade, wieso sehe ich so komisch aus? Aber nein. Ja gut, komisch sehe ich immer aus, aber naja, lassen wir das. Ja, was machen wir heute? Wir starten heute ein bisschen entspannt in den Tag. Deswegen kann ich auch gleich schon umschalten. Was ich lange nicht mehr gemacht habe, muss dann auch was dazu holen. Aber ich habe da noch so ein bisschen was zu erledigen. Oder was heißt zu erledigen? Ich will mal wieder was machen, was ein bisschen auch Kreativität erfordert. Gucken wir mal, ob es jetzt auch direkt greift. Ist das die richtige Szene? Ja, es ist die richtige Szene. In denen noch Spotify, in denen noch VLC fehlt.
Da haben wir es auch. So, jetzt muss ich mich mal hin. Das funktioniert nicht. Aber das. Aber das funktionierte. So, wir gehen nämlich heute ein bisschen nochmal in Dungeon Draft rein, glaube ich. Müssen wir eben gucken, ob die... das ist nicht das. Ah, okay. Mal gerade gucken, ob die Teils dafür überhaupt drin waren. Das hatte ich vorher nämlich nicht geguckt. Jetzt muss ich nämlich noch erstmal... Ah, nee, ich hatte die Teils noch nicht. Okay, kommen wir nur zurück. Das funktioniert heute nicht. Wäre ja auch gerade zu schön gewesen. Ich wollte eigentlich die ersten Space-Karten machen. Man muss immer Space-Dinger für holen. Aber das ist dann so. Das ist aber nicht schlimm. Das soll es ja auch nicht heute sein. Könnten die Taverne noch fertig machen? Die hatte ich mal angefangen. Nein, wir spielen Star Wars aus los. Aber auch nicht jetzt direkt. Gehen wir jetzt zurück auf die Szene. So. Ich muss mich mal eben kurz noch was raussuchen. Ich fahre da nämlich noch was im Hinterkopf. Es gab nicht irgendeinen Game-Trailer. Wollte ich mal... Genau, zu zwei Sachen wollte ich mir was angucken. Ich wollte mir mit euch einmal Ara angucken, was wir demnächst einmal spielen werden. Den Gameplay Overview. Ja, wir können uns den Gameplay Overview angucken. Auf das Spiel bin ich ein ganz klein bisschen gehypt, muss ich tatsächlich sagen. Das ist von einem Jahr. Das ist ja, okay. Geil, bei mir lädt nichts. Was ist denn jetzt kaputt? Updates sind doch durch.
Ah. Da ist er doch. Nö, das lassen wir. So. Your first turns finde ich gut. Wir gucken uns ein paar Videos vom Ara-Channel an tatsächlich. Und ich glaube, wir werden uns England angucken, weil England finde ich interessant. Und das Leader-System. Gucken wir einmal rein, genau. So. Dann gab es noch News zu etwas. Einen wunderschönen guten Morgen, Marie. Marie, wie ist es dir? Hast du fleißig ganz wenig geschlafen? Um unsere durchschnittliche Schlafbilanz von allen natürlich auch möglichst niedrig zu halten. Ah ja, genau, da gab es was, das Engineering, das wollte ich mir noch angucken. Das Cargo fand ich jetzt nicht ganz so wichtig. Das Engineering ist aber definitiv etwas, was. Und ja, natürlich, ja, das ist ja, das freut mich natürlich ganz wunderbar. Was zur Hölle? Interessanter Cut, aber okay. Egal. Genau, so, wir werden uns ein paar Videos heute Morgen mal einmal angucken. Ich glaube, ich bin ein bisschen dumm gewesen. Maybe? Yep. Ganz klein wenig. Ganz klein wenig. Sehr. Ja, sehr, sehr. Ach Gott. Genau. Wir werden jetzt gleich nämlich uns anschauen Ara als erstes. Das ist ein kleines, schickes Strategiespiel, das sich anschickt, ein wenig Richtung dem neuen Civilization zu hüpfen. Da schauen wir uns jetzt gleich als erstes den Game-Trailer zu an. Drehen wir mal kurz die Musik aus und machen hoffentlich. Ja, der hat heute richtig Bock hier. Ja, nee, das ist die falsche. Oh, Moment, ihr seht mich mal ganz kurz nicht. Steht auf dem falschen Browser. Wie dumm ist das? Naja, wie das mal so ist. Yay, wir haben ein Bild. Bin auch ein wenig zu klein. Ja, das sieht doch gar nicht mal so übel aus, oder? Kann man, glaube ich, stehen lassen. Wobei, wir können es noch einen Ticken größer ziehen.
Na. Was zur Hölle ist denn? Oh, ich krieg heute gar nichts hin, oder? Ah, so. Aber guten Morgen, Forrest. So, wir gucken uns heute als erstes mal Ara History Untold, den Launch-Trailer an und ein, zwei Dinge aus dem Gameplay. Das geht nämlich los ab Dienstag. Wir werden auch Dienstag definitiv abends eine Runde spielen. Okay, hören wir nicht. Weil ich vergessen habe, den Sound für euch aufzudrehen. Man merkt, dass es morgens um 10 ist, oder? Man merkt echt, es ist morgens um 10 für mich. Schwierig. Ja, guten Morgen, Schnuggi. So. Jetzt kriegt ihr Dinge zu hören. Wait a minute, wieso kam da gerade? Are you serious? Oh Gott, da liegt was falsch. Der Bot liegt auf der falschen Audiospur, er liegt auf der falschen Audiospur. Heute funktioniert echt mal gar nichts hier. Er liegt auf der falschen Audiospur, auf der falschen Audiospur. Es geht mir auf den Sack, richtig auf den Sack. So, jetzt aber. Ja, rein da. The constraints of the past are history. Here, you rule the way you've always wanted. Your choices will remake the world. And every turn becomes an opportunity to triumph. Ich hab so ein bisschen Bock auf das Game. Merkt man gar nicht, oder? Die Grafik sieht halt auch geil aus. It's your world now. Ja, das war Ara History Untold. Am 24. geht's los. Mit einem Mops. Ich habe einen Mops gesehen. Mir geht's super. Ich glaube, ich will Kaffee, aber ich liege noch im Bett. Ja, dann bleibst du im Bett liegen und machst dir nachher einen Kaffee. Frost, ich bin heute ein bisschen länger da. Gebt heute den ganzen Tag Kaffee. Genau, Your First Turns. Das fand ich noch relativ interessant. Das ist auch ein kurzes Video. Schauen wir jetzt mal rein. Ah, ja. Welcome to your first turn. Shown of Power Ascendant. Let's dive right in and set you on the path to success. Wait a minute. Das sind keine Hexfelder. Das sind keine Hexfelder. Geil. First, you'll decide whether to follow the tutorial. If you're new to Aura, we highly recommend it. It'll guide you step by step through the basics. Am Arsch, Tutorial, learning by doing. You'll want to take a look at your capital settlement and its surrounding regions. Pay close attention to the yields here. Food, timber, materials, and wealth. Muss noch aufräumen. Ja, aufräumen, Forrest. Aufräumen wird überwettet. Along with any unique natural resources nearby, like copper, sheep, or corn. Now it's time to choose your first project. Will you build an improvement, like a farm or workshop? Or maybe add a military unit to your reserve? Das ist geil. Moment. Das heißt, wenn ich das gerade richtig da sehe, hast du dein Gebiet und das allein ist nochmal in Gebiete unterteilt, in denen du Projekte starten. Nee, wirklich. Die ist nicht nur ein bisschen. Es ist wirklich einiges, das ich machen muss. Also, ja, Forrest, da musst du. Forrest, ich glaube, du solltest dir langsam mal jemanden holen, der so alle 2 Wochen mal vorbeikommt. Recruit another scout to more quickly get the lay of the land.
For early growth, a farm is a smart choice. It helps produce the food your city needs to expand. Next, take your initial scout and begin exploring. You'll find all sorts of opportunities. Remains of previous nomadic societies. Ooh. Dangerous wildlife that can be cleared for resources. And even new tribes to meet. Be cautious though. Not every tribe will trust you right away, but each offers new possibilities. On your second turn, you'll need to Ich start hatte 3 making Tage bigger Urlaub und wollte sauber decisions. machen, hat nicht geklappt. Where will you focus your people's research efforts? Will you work to expand your territory, fortify your holdings, or explore further? Choose carefully, as every decision you make will shape the future of your nation. Oh, okay. Das sieht geil aus. Ich freue mich. Ich freue mich. So, was hat man hier? Ah, nee, England brauchen wir uns nicht angucken. Das war ein ganz guter Eindruck gerade. Gucken uns die Lieder nochmal an. So, als Vorbereitung. Was es denn da so gibt. In Ara History Untold, the leader you choose will shape your nation's destiny. But they're not just political figures. They come from all walks of life, from military leaders to thought leaders, and even influential activists. Every leader has their own story to tell. Na, ob Greta da drin ist dann als Leader? Wäre lustig. Each leader is equipped with a unique leader trait, a special ability based on their historical presence that sets them apart from their rivals, along with a set of personality traits that further shape how they govern and how they interact with the world when played by an AI opponent. Take Harun al-Rashid of the Abbasid Caliphate. He's perfectly suited for scientific and economic dominance. His House of Wisdom leader trait supercharges research, particularly through the first 2 acts of the game, while his traditional nature and charismatic approach takes strongest advantage of your people's golden ages, if you can keep them happy, healthy, and prosperous. Or maybe Julius Caesar is more your style, as both a shrewd politician and skilled general. Da waren doch gerade vorher weniger, oder? Sehe ich das falsch? Warte mal. Ja, guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen. Das ist ein deutlicher Unterschied. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Reihen. Julius Caesar is more your style. As both a shrewd politician and skilled general, Caesar's triumphant legion's ability causes his forces to grow stronger with each victory, while the people of his capital revel in his triumphs. His personality traits help your empire thrive, both in war and peace, as his disciplined and aggressive nature is offset by the peacetime benefits offered by his stately and charismatic traits. In Ara, no matter who you choose to lead, their strengths will help guide your path, but ultimately, it's your choices that will define the course of history. Das ist eine schöne große Auswahl, ich freue mich drauf. Wir werden auf jeden Fall Dienstag reinspielen. Was wir uns jetzt noch angucken, sind die Videos zu... Genau, beziehungsweise ein Video zu Star Citizen, nämlich dem Engineering, das mit 4.0 kommt, auf der wir uns steil zu bewegen jetzt. Major step forward in multi-crew gameplay, built on top of the in-development resource networking system, itself a harbinger of fire. Von dem System reden sie übrigens schon ein bisschen länger. Das ist jetzt auch schon seit, ich glaube, 3 Jahren in der Entwicklung, also in der Hauptentwicklung, nicht nur in der in Anführungszeichen Pre-Production, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, weil Star Citizen ja nun mal wirklich alles durch die Gegend wirft in Entwicklungsphasen. And a new reality for all life aboard spacecraft. It's been the subject of CitizenCon presentations, Q&A.
Würdet ihr mal den Untertitel machen? Danke. On Star Citizen Live, explorations on Inside Star Citizen, and fervent discussion by many of the content creators in our community. And on this final episode of ISC before hiatus and we turn all of our attentions towards CitizenCon, we invited Torsten, Bastian, and Guillermo to update us once again on the current intention and implementation of engineering, and what you can expect when the first iteration makes its way into the persistent universe. The Resource Network enables us to actually give you the gameplay that you were always looking for. Ja, ich bitte darum. Ich möchte endlich mal auch, also das Resource-Gameplay besteht momentan ja daraus, du bringst Ressourcen von A nach B und das war's. Es gibt keine weitere Verwendung dafür, kein Crafting und nichts aktuell. Which is having meaningful multi-crew gameplay, which means that it really makes sense to have multiple people running around on your ship, and that wouldn't be possible without the Resource Network. Ich meine, das Resource Network, man hat da ja schon einiges zu gesehen mal, wie sie das entwickeln. Also allein, ihr müsst euch das vorstellen, allein so ein Schiff, um mal so ein Beispiel zu geben, so ein Schiff, wie ich es habe, das ist eine Freelancer. Können wir uns die mal eben kurz angucken. Ja, die können wir uns angucken, da. Ja, ich meine, die Commercial ist 10 Jahre alt. Ich besitze dieses Schiff seit 10 Jahren. Ja, das ist mein Schiff. Die Misk Freelancer. All it says is an amount of cargo, a delicate timetable, and a risky route. Ja, so. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, man hat tatsächlich angefangen, durch dieses Schiff einzelne Energiebahnen quasi wirklich zu ziehen, die zu den Systemen überall führen und so weiter und so fort. Und die können mit dem neuen System dann nämlich kaputt gehen. Die müssen repariert werden. Es müssen Umleitungen geschaltet werden, damit Systeme wieder funktionieren, während du im Kampf bist und solche Geschichten. Und das kannst du nicht alleine machen. Daher kommt dann das Multi-Crew-System und da freue ich mich drauf. Kann ja auch nicht anders sagen. Hier sieht man es auch ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt. So Oh I would ja. say the Resource Network is a system that allows all the items and components that are part of the ship to talk to each other. Every ground vehicle, every base, everything that runs in Star Citizen with resources. Fundamentally, a resource network is a replacement for the pipe system we had in the past that you may have heard about. Which was a similar system, basically doing most of what we are doing right now with the Resource Network, but in a way that was not as scalable as what we intend to do. Landing complete. So right now we just have one type of hydrogen fuel, but if we want to extend that in the future to having like multiple types that have some specific benefits on the thrusters, it's very easy now to add that resource. It's just a data setup. So Resource Network is the underlying technology for the system to work, and engineering is the gameplay we intend to have on top of this technology so that players may experience it. Your ship flies because, you know, the thrusters get fuel, the power plants output power that the weapons and the sails and also the thrusters use. Engineering is all about both maximizing the use. Oh, das neue Engineering Table, geil. Momentan ist das ja eher so ein... Naja. Schöner Bildschirm, auf dem man Grafiken hin und her bewegen kann. To get out of the resource network, and also getting the resource network itself going so that you're not dead in the water. It's all things that players will be able to interact with. They will have to dedicate roles in their ships so that crew members are assigned to fixing those issues, and they can encounter more dynamic situations that will not happen in the previous systems. The
goal right now is to have all the components on the ship being physicalized. That means that the things that will take damage will be the components. That then means that those components are reasons to the failure of your ship. We have the power plants, which generate the energy that your ship consumes. You have the shield generators, which take in some of that energy to convert it to shield power. You have a radar system that allows you to target the signatures of ships around you. You have coolers that generate a coolant resource. It is all the weapons that you have, it's the quantum drive, but there are also new components that will be added to the mix, and that is the relay with its fuses. Then there's the life support generator. The biggest thing we are aiming for is switching from your health pool of the bespoke ship to just moving that completely over to the physicalized component. So damaging the component is damaging your ship. I think this is the part where the biggest change for the players happen, because there the gameplay of repair comes in, and then you can revitalize your ship. So you can actually use your formerly dead in the water ship after exchanging or repairing the components. We mentioned one of the new components, which is the life support generator. So let's talk about life support. The life support does all the Live Support ist echt so ein Ding, weil bis jetzt haben wir es ja überhaupt noch nicht so in der Form. In deinem Schiff gehst du einfach rein und da hast du alles. Da ist warm, da ist Luft, da ist alles. Ist einfach so. tasks necessary to maintain the life support inside the ship. So it's the temperature, it's the atmosphere composition, it's the pressure inside the room. Your main responsibility is making sure that there's always enough life support resource produced to maintain a healthy atmosphere in the ship. So making sure that all the CO2 that you breathe out is actually converted into O2 again. Nice. Or if you vented a room, that the room is filled again. If your room is getting too hot, it's cooled down again. So it's all about managing this resource inside the rooms. And as already mentioned in the previous episodes, it's life support management is also a good way to counter fire. Another aspect the players have to counter or react to is misfires on components. Misfires are something that is already in the game in some form. Thruster charges, steel generator failure, stuff like that. We're just expanding it a bit, and pretty much the idea is that, you know, items that are damaged, that are too hot, or that, for example, are very old and degraded, will start misfiring. In some cases, that will be that it will take some extra damage. In other cases, it will be that they will stop working for a while. Other times, they will work indefinitely until an engineer comes by and manages to do some repairs. And some of the worst cases would be starting a fire, or in the case of, for example, power plants, engaging in a critical reactor failure and taking the ship with them. There is a chance that if the power plant reaches 0 health, it will... Oh, ihr kleinen Arschgeigen, ihr habt einen Walk-Cam-Bruch eingebaut. Was soll denn das bitte? run into a critical failure, and that critical failure then will cause the entire ship to explode. It will give the player the time. Ja, Problem. Time frame to react to that, so either by removing the component and throwing it out of the door and preventing your ship to explode, or even countering it by repairing the component and bringing it up to life again. For the initial release, we have a limited amount of misfires, but we are preparing the system, or we did prepare the system to scale well for the future, so we can introduce multiple misfires, and that leads us to damage penetration. So damage penetration is a simplified version of what we'll be getting eventually with a more physicalized system, but essentially what it means is that now certain types of weapons can penetrate through the hull of a ship.
This is a function of the weapon itself, its penetration values, and also of the armor of the ship, which can be depleted over time. So if you use ballistics, you have a higher penetration, which allows you to cut through the armor more deeply and touch the components inside the ship directly. As opposed to this, you also have energy weapons, which will be more effective at Ey, das ist mein the Schiff. armor. Aus, böse. The goal here is that you first need to bring down the armor health value to get to the fullest potential of your penetrating weapons. Then you can penetrate the ship and actually damage. Ja, aber das heißt auch, du kannst mit einem richtig harten Glücksschuss einen Reaktor treffen. The components that sit inside the ship and not on the outside of the hull. Obviously, there's degrees to this. Larger ballistic weapons may have enough penetration against smaller ships that it will be able to penetrate directly, but it's all of a game of choices, and it's going to depend on your ships and your weapons. So with damage penetration and misfires happening, that brings us to repair. As your fight progresses and components take damage in your ship, it becomes the duty of some of your crew members to first investigate what are the issues caused by battle damage and go there to physically replace the parts in your ship. Hello, motherfucker. Einen wunderschönen guten Tag, Marci. Was zur Hölle? Sieht schon eigenartig aus. The repair part of it also affects now ship components, precisely like what you see in the arena commander mode. You will be able to repair items that were fully destroyed. You will not be able to repair the item to its fullest, so you cannot repair an item that got fully destroyed to 100% health again. So to repair your ship components to the fullest, you actually have to bring them to the shop again and Ja gut, aber das heißt ja auch, dass ich selbst mit dem komplett zerballerten Schiff nach dem nach einem Kampf mein Schiff so weit wieder flugfähig kriegen kann, dass ich noch irgendwo hin kann. Was echt geil ist. or if you did think ahead and brought spare items with you, you can simply exchange them to pristine new ones. But with the caveat, it only works, just as a reminder, for size 1 and size 2 components. Size 3 and above cannot be exchanged using the tractor beam detach and attach mode. So now that we looked at what your responsibilities are in the physical space, running around in your ship. Marci, mein Lieber, wie ist es dir denn? Gut in den Tag gestartet heute. Let's take a look at what you do on the visual part, which is power management and analysis of your ship on the engineering screen. So the first thing that you will see is the 3D view of your ship that highlights the location of all the ship components and how they are actually connected, where the relay positions are, what's the status of the relays are. You will see the holograms of each component. As you can see, they have different colors. What they are representing is the overall state of the item. So an item that is very damaged, or it's on fire, or it's not getting enough power will be in a critical state. Items that are less damaged, are receiving only partial resources, or are going through a misfire, may have moderate colors. And items that are otherwise fine will have the functional or blue colors. Yay, EWE-Werbung. Lieben wir doch. Oh God. The biggest change that happened to the engineering UI screen is basically the power management part of it. We moved away completely from slider control for every individual item. There is an indicator now for fuel. This is not relevant for the initial release, but it will be relevant for the future. Next to it you see the power plant. The power plant segments gives you an idea of how many power segments you can distribute to the ship items. And on the right of each of the power bars, you can generally see the temperature bar.
If it goes into overheating, the item will stop both consuming or producing, and it will be completely inoperable until it cools down again. So that means that assigning power to your coolers in advance is probably a good idea if you're going into a fight. All the items on your ship generate heat, so this is where you can see the amount of heat that each item has accumulated, and you can see the amount of coolant that you are producing and whether or not you are also running a deficit. So what you want to do is put as much power as you can into the coolers until your items do not overheat, but do not assign more resources than necessary because you are running a limited pool of resources. The same applies to the life support generators. So you have to make sure that you produce enough life support resource that the demand is fulfilled in your ship. If your demand isn't fulfilled, it will cause some failures. There's also a notifications panel. Here the main warnings about the state of the ship will be displayed. If an item is damaged, doesn't get enough power, or is misfiring, it will create a warning. You will be able to see it as a notification. Take a look at it, go to the item, or just remove it. So you have an option that allows you to basically log the controls so that you or the pilot, which has access to the MFD, which shares some of the power management functionality, do not conflict with your controls. So by locking this, you are able to override the MFD settings to only have it being authoritative from the engineering station. You are able to take the power assignment you have at a given time and save it locally on your computer, meaning that when you fly again with the ship, or even if it's not your ship but somebody else's ship, you can quickly apply your presets. This is very useful in the middle of combat. You can quickly switch to a combat preset where you will give, for example, more power to shields, weapons, and thrusters. Or at the same time, you may want to have some nap mode preset where you reduce the power to everything and just put it on the bare minimum so there's no degradation or misfires related to power use. So you can set a preset on your ship and then jump on somebody else's ship and load it up? Indeed. Your presets are stored locally, so as long as you have access to the screen and you're using the same ship, you can apply a preset. Obviously, if the components have changed or the ship has a different loadout, the preset might not apply perfectly and you might need to adjust it, but it gives you a quick baseline on how your power is assigned. Okay, das ist geil. We hope that with these changes, players will have more varied opportunities to experience the game. We'll encounter more situations where it feels relevant and enjoyable to have multiple gameplay in the ships. Das wird der Zeitpunkt, wo es wirklich gut wird. It's just about filling in the battle positions, like the turrets and the pilot seats, but it's more involved gameplay to actually manage your ships. Dann noch Crafting und so dazu kommt irgendwann. Fix the ongoing situations that occur within them. Dann geht's richtig rund. We also hope that this makes larger vehicles which have more interior space, both more troublesome but also more enjoyable to play. Dann wird's wirklich geil. We are still working hard to get it done. Oh, guck mal, da brennt's. There are ships that already have the functionality. There are still ships that we are working on. Ja, but bitte. Overall, we are super excited to finally get it into the PU. So the Arena Command Experimental Mode was already fun to observe what you can do with the entire system, and now with having the feedback from that, adjusting the gameplay a little from the feedback that we received from you, I am really looking forward to see what you all will be doing with it. Ja, da freue ich mich So, what drauf. did we learn this week? Well, we learned that there's a sweet new interface for dedicated engineering terminals aboard spacecraft. That the first implementation of armor and damage penetration means that the ways that you kill and keep your spaceships alive will fundamentally change. And that when this arrives in the PU, life aboard spaceships will never Alles be the klar, same Marie, ich again. wünsche dir viel Spaß im Lurchi. Wir sind auch jetzt gerade durch erstmal mit uns Dingen anzugucken gerade. Ich gehe jetzt auch gleich ins Game rein. Heute gibt es eine Runde Star Wars. Wer hätte es aber erwartet. Und wir werden nachher auch nochmal, denke ich, in Star Citizen reinspringen. Yep. Genau das. So. Starten wir doch schon mal Star Wars in die Hintergrund. Das. Gott, ja, jetzt schon. Umschalten. Ich mache schon mal hier das Spielchen rein. Und dann geht's los. Auf einen neuen Planeten.
So, wir gehen heute auch in die Hauptmission rein und ein bisschen Gas geben. Wir waren ja auf einem neuen Planeten angekommen. Zuletzt. Genau. Ahnung ist noch da. Wir haben ein riesengroßes Schiff zerstört. Und da sind Todestruppe. Haben wir Bock auf... Komm, wir haben Bock auf Todestruppe. Bis dann, ND5. Hab das noch nie gehabt. Wieso kann ich hier nicht raus? Was soll das? Hey, fang am Alcazar an. Das ist eine Kantine, die einem örtlichen Gangster namens Surat Nurat gehört. Einen wunderschönen guten Morgen, Corvus. Wenn es so gut ist, wie du sagst, dann kennt Surat ihn. Kannst du mir sonst noch was über den Kerl erzählen? Surat ist ein Schmuggler. Er nutzt die Katakomben unter der Stadt, um seine Ware zu transportieren. Er ist ein Psychopath und hat angeblich einen Streit mit den Pikes in Myra angefangen. Oh, danke, das hilft. Wenn du Surat getroffen hast, denkst du mir nicht mehr. Lass mich raten, ich komme nicht aus der Stadt raus gerade. Dann mal los. Okay, geht doch. Wir legen uns jetzt mit Todestrupplern an. Corvus, wie ist es dich? Haben uns gerade wunderschönerweise Dinge angeguckt. Zu Star Citizen mal wieder. Das Engineering-System kommt mit der Alpha 4.0. Das wird doch super. Okay, da kann ich nicht drüber. Gut zu wissen. Könnte man ja auch dran schreiben. Servus. Hab ein bisschen Kopfschmerzen. Aber sonst geht's gut. Oh, mir geht's ganz gut. Also, ne, ich habe hier halt gerade so ein paar Idioten. Ne, die wollen mich alle gerade ganz doll lieb haben. Die man auch eventuell unschwer oben links und oben rechts erkennen kann. Oh Gott, nee. Leck mich! Noch mehr? Also. Mittlerweile sehr empfehlenswert. Das ist der Eimer. Das ist der. Es gibt da mittlerweile so ein Ding, dass wir nicht nur ein Sternsystem haben, sondern mehrere. Jetzt geht's los. Waren das Pikes? I don't know. Was passiert, was ich dachte, was passiert ist? Pass auf, Kenny. Das Imperium hetzt seine besten Leute auf dich. Ich habe die ISB-Basis gefunden. Um auf das ISB-Netzwerk zuzugreifen, brauchst du den Datenschlüssel dieses Offiziers. Okay, das sind Todestruppen. Die sind eine Klasse für sich. Immer mal wieder, ja. Also ich hab's dauerhaft installiert auf dem Rechner. Aua. Oh. Oh, da. Aua. Was zur Hölle? Ja, ich muss ja ab und zu mal meine kleine, wunderschöne Freelancer ausführen. Die Fahndung ist weg. Fahndung ist weg. Oh, oh gut. Also Corvus, falls du Bock hast, ich wäre da nicht abgeneigt. Star Citizen? Hauen mir, nee. Könnte Spaß machen. Und mittlerweile braucht man auch wieder Eskorten. Weil die Freelancer ist da so ein bisschen ein geiles Ziel.
ein schönes Gebiet hier. Also Freelancer ist halt bekannt als Transportschiff und das tue ich halt auch. Und ja. Oh. Wird gern mal drauf geschossen. Finde Nummer 3 Kasar. Ja, hallo? Nicht doch. Wo ist denn der? Jeder Versuch, den Operationen zu stören, wird mit Waffengewalt unterbunden. Bin verwirrt. Weißt du noch, was für Schiffe du hattest, Kors? Also ich habe die Freelancer und ich habe die... Oh Gott, Anvil Arrow, glaube ich. Es heißt, dass Myra das strahlendste Juwelenort Ah. ist. Das Licht der vydianischen Straße. Laufen wir einfach mal da hoch. So ein Truppler wollte auf einen Baller Kann nur besser werden. Wir gehen heute übrigens auch noch in Star Citizen rein. Also ich denke mal irgendwann so gegen 16, 17 Uhr werden wir umschwenken. Ignoriere sie einfach nix. Ach, die da. Eine Constellation, Alter. Oh, was war das denn? Bitte, wie viel Geld hast du ausgegeben? Servus. Rekrutierung in der Kantine. Interessante Entscheidung. Das Imperium sieht überall Potenzial. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich stamme aus einem üblen Dreckskaff. Konnte nicht mal meinen eigenen Namen schreiben. Und das haben Sie dann gelernt? Jetzt habe ich eine wichtige Rolle. Bewirke etwas. Noch können Sie sich einschreiben, bevor wir die Rekrutierung für diese Saison beenden. Die beste Gelegenheit. Da waren wir noch nicht so... Ja, doch. Kommen wir. Wirklich? Na, wer kann schon zu einer Gelegenheit Nein sagen? Werden Sie Teil von etwas Größerem. Und wenn Sie schon mit Blastern umgehen können, kriegen Sie eine Einschreibeprämie. Die beste Entscheidung, die Sie je treffen werden. Ja, bestimmt. Bei Interesse melden Sie sich bei der Landeplattform. Sie können die Schlange nicht übersehen. Servus. Sieh dich um und mach dir selbst ein Bild. Ja, wir nehmen mal den Pike-Auftrag an, weil wir müssen den Pike-Ruf steigern. Auf Wiedersehen. Die Gladius. Nett. Kommst du zu spät. Was? Nein, ich muss deinen Boss sprechen. Nur zu. Surat ist gerade hinten. Danke. Wird hier viel Sabak gespielt? Es sind ein paar Profis in der Stadt und jeder in Myra will es mit ihnen aufnehmen. Gut zu wissen. Hey, Jalen, bist du da? Ich werde gleich Surat treffen, aber ich muss ihm irgendwas anbieten. Warum bietest du ihm nicht Gewürze im Austausch für Informationen zu deinem Freund? Oh, ja, das könnte klappen. Betrachte es als Investition und pass auf dich auf. Nett. Putzlurk. Ah, alles klar, Chorus. Gott, ich brauch mal Musik hier. Nix. Gefällt dir das? Lisa. Für dein Lurky. Die auch vernünftige Musik. Gutes Lied. Gott, das ist ja alles grauenhaft.
Das ist alles grauenhaft. Warum ist da ein Fragezeichen? Ach, deswegen ist da ein Fragezeichen. Nee, wir wetten heute nicht. Da ist ein Rennerli. Wo ist er da? Hey, doch gerade. Ja. Hä? Warum ist da oben eine Quest? Muss ich das verstehen? Ah. Naja, sei es drum. Wir gehen erstmal hier hinten hin. Ah, guck mal da. So, Kiji. Dann Infos. Was ist nochmal auf Toshara? Mal gucken. Servus. Geil, ein neuer Sammelgegenstand. Mein Gott, hier gibt es auch viel Essen. Ich bin ja Hunger. Habe ich erst gefrühstückt. Hey, ich muss nur schnell zu Surat. Klar, viel Glück. Oh, das wird lustig. Bitte sei kein Pike, bitte sei kein Pike, bitte sei kein Pike, bitte sei kein Pike. Oh, Griff. Wer ist das? Jemand, der mich hintergangen hat. Oh, kein Pike. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rhodianer namens Gedek. Ich brauche nur einen Ort. Genau, wir suchen jetzt Gedeck. Sprich weiter. Ich habe 2 Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedek ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rhodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was? Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen. Also habe ich ihm alles genommen. Ah, ja. Oh Mann. Ich sehe die Ähnlichkeit. Schwierig. Gibt's hier irgendwas? Nö. Schnell raus hier, bevor der mich Auto umbringt. Hallo? Ich möchte irgendwas. Blut? Irgendwas? Hey, ND5, Jalen? Ich habe einen Tipp zu Gedek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedek hatte keine Wahl. Es hieß Dien oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. Nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. Ich mag den Druiden. Ihre Kleidung sagt Regierung. Wird das was Offizielles oder eher still und leise? Eher Grauzone. Ich brauche Hilfe beim Kauf eines Kampfdroiden. Für Akivas kleinste Droidenarmee?
Zum Personenschutz. Ich gebe Ihnen den Kaufpreis und ein bisschen was obendrauf. Eine Art Maklergebühr. Wenn Sie das Geld haben, ja. warum kaufen Sie ihn dann nicht selbst? Die Droidenbranche wird auf Akiva von den Hutten kontrolliert. Da ich zur Regierung gehöre, kann ich nicht offen mit ihnen handeln. Das wäre missverständlich. Gezahlt wird im Voraus, dann machen wir das. Der Droide soll zu diesen Koordinaten geliefert werden. Alles klar. Kohle habe ich jetzt dabei. Bisschen was. 16.000 immerhin. Ah, schlecht, schlecht. Ah, nicht gut. Das Alcazar ist meine Lieblingskneipe. Der Besitzer ist ein Idiot, aber man kriegt dort immer gute Informationen. Und in diesem Geschäft kommt man ohne Informationen nicht weit. Ja, einiges Neues, ja? Fehlen ja nur noch 8 Stück. Was zum? Muss ich jetzt ernsthaft warten? Naja. Das habe ich erwartet. Der Profizucker. Ach, deswegen. Ah, das ist der Suchbereich hier. Wird er doch bestimmt irgendwo sein. Imperium. Ach komm schon. Wenn du glaubst, diese Profispieler würden dich jemals mitmachen lassen. Na, versuchen wir es doch mal. Ja, das ist eine gute Kombi. Ich zeig euch mal, wie man das macht. Ja, genau so bitte. Moment, jetzt mal kurz was nachgucken. Das ist ein Standard-Sabak. Den linken müsste ich austauschen, aber ein reiner Sabak wäre halt geil. Na dann. Komm schon. Das ist schon mal gut.
Wir müssten auf jeden Fall gewinnen. Der hat noch nicht... Achso, der hat... Der hat gehalten, oder? Halte. Oh ja. Ah. Wait, was? Großer Betrug. Sylop Sabak. Da. Nee. Da. Das ist ein Hochstab, bis auf den nächsten. Jetzt wird ein Hochstab. Ah, okay. Ha, war ja einfach. Ich hab gewonnen. Nice. Okay, die Glas habe ich wohl doch nicht, aber die Constellation Andromeda ist noch da. Ah, Gott, hast du gerade runtergeladen oder was? Gib mir was Gutes. Ich glaube, das ist schon mal besser. Dann können wir ja heute Abend eine Runde zusammen fliegen, Korbus, wenn du Bock hast. Neue Karte.